Zweiter Gang. Wer kommt zuerst? Kommt zuerst die Wetscherer oder kommt zuerst der Rudolf? Wer kriegt zuerst die Aufmerksamkeit? Oder wie ist es? Ist das am Anfang was vom Menü wichtiger oder das, was als nächstes kommt? Mit dem Satz, glaube ich, hast du dir die Antwort schon gegeben. Wer bekommt zuerst die Aufmerksamkeit? Ja, natürlich der Thronfolger. Das ist mein Buch über Kronprinz Rudolf. Schau, interessanter Untertitel. Nämlich. Freigeist, Herzensbrecher, Psychopath. Heftig. Da müsste man jetzt analysieren, was ist ein Psychopath. Aber Rudolf war sicher einer, denn sein Charakter war nicht zu fassen. Wenn nun unser Rudolf ein ungeliebter Sohn war und sogar ein politischer Gegner seines Vaters, des Kaisers, was für eine Bedeutung hat der Tod des Thronfolgers für Österreich? Er wäre nicht Kaiser geworden wahrscheinlich. Vor allem auch aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes. Er war kein normal gesunder Bub, sondern er war übersensibel aufgrund der schlechten Erziehungsmethoden, denen er ausgeliefert war. An seinem Bett wird geschossen, da wird abgehärtet, wird das 5-Jährige in den Leinzer Tierpark gesperrt, zu den Wildschweinen. Das Kind schreit, kriegt Schüttelfrost, also alle Angstzustände. Jetzt vom Bild her, ist er in der Mitte, der Rudolf, oder ist er am Rand? Nein, in der Mitte ist er nicht. Von seiner ganzen Körperlichkeit war er so stark angeschlagen mit 30 Jahren. Das muss man sich einmal vorstellen. Der Mann war ja noch nicht alt. Er war Alkoholiker. Wahrscheinlich aufgrund eines medizinischen Vorschlags wurde er Morphinist. Er hat auch Kokain genommen. Und dann natürlich hat er sich noch bei einer Halbweltdame mit der Gonorrhoe infiziert, also dem Tripper. Es muss etwas sein und das von oben muss was draufdrücken, was Schweres. Ja. Was ist für dich schwer? Was Im Essen. Ja. Was Fettes. Das ist eine super Idee. War da ein Intellektueller, kann man das sagen, der Rudolf? Das wird in groben Zügen so stimmen. Einerseits das Interesse für liberale Kreise, für die Wissenschaftlerkreise, dann auch die Entdeckung der Welt, also macht sehr viele Reisen, Wissenschaftsreisen. Er war begeisterter Ornithologe. Auch wenn immer der Jagdtrieb immer auch überhand nimmt. Da gibt es eine sehr schöne Stelle, da schreibt er, ja, da sah ich einen Seeadler und das fiel dann unter der Last meiner Patronen tot zu Boden. Also bewundern ja, aber ich muss ihn leider auch schießen. Eine Wachtel ist keine Ente. Eine Wachtel ist zart, etwas Feines. Und so sehe ich auch den Rudolf. Der ist so labil, der ist emotional sensibel. Wie war denn die Beziehung von Kronprinz Rudolf zu den Frauen? Seine Mutter hat er unglaublich geliebt und immer vermisst. Sie war für ihn nicht da. Und sie hat ihm das auch immer wieder demonstriert, dass er als Kind sie nicht interessiert. Sie hat ihn auch nicht geliebt, aus einem ganz anderen Grund. Weil sie hat gewusst, dieser Sohn ist ein Instrument der Politik. Das ist nicht mein Kind. Was ich auch glaube, dass du auch dich selber verlierst in so einer Zeremoniell wie bei den Habsburgern, weil du ja selbst teilweise nicht existieren darfst. Ja. Du hast eine Rolle. Ja. Und natürlich gehst du dann über, einfach auf ein Minimum zu funktionieren und du verlierst dich. Zu seiner Ehefrau Stefanie, die er in Belgien geheiratet hat und wo er praktisch als Freier, als Bräutigam hingekommen ist, ist er mit einer Geliebten im Handgepäck schon erschienen. Also so muss man sich einmal das vorstellen, diese Abwertung eigentlich. Das ist eine Abwertung. Und dann ist natürlich die Stefanie eine Person, die ihn halt einfach überhaupt nicht fordert. Also die hat, ich will jetzt nicht schaden, aber sie hat schon Standesdünkel. Also es ärgert sie sehr, dass der Kronprinz Rudolf so mit Fiakern
Verkehr hat, dass er zu Heurigen geht. Sein Leibwerker Bratfisch hat dort singen müssen, Heurigenlieder. Das hat er unglaublich geschätzt. Aber im nächsten Moment, und das zeigt ihm seinen unausgeglichenen Charakter, er konnte in Stimmung sein, er konnte Heurigenlieder singen, zusammen mit dem Bratfisch. Und im nächsten Moment ist die Stimmung umgekippt und er hat nur geschaut, dass er da wegkommt von dem Pöbel und von dem Volk. Also der Mangel an Geschmack, die Tatsache, dass alles farblich fahl und geschmacklich leer und banal wird, das ist ein Aspekt der Depression, der auf jeden Fall gegeben ist. Nämlich die, dass du nichts mehr fühlen kannst. Ja, das heißt, das ist ja sehr gut möglich, dass du etwas kochst, das Ja. noch nichts schmeckt. Ja. Und dann vielleicht was daneben, was voll einfährt. Ich kann es auch als Gericht machen, weil es ein interessantes Esserfahrung ist. Das machst du im Alltag nicht. Du, heute koche ich mal was Fades. Aber da ist natürlich das Mögliche, das auszuprobieren. Weil das Fade sagt ja sehr viel was aus über die Lebendigkeit, über das andere. In der Monarchie war ja alles, so vieles nicht sichtbar. Dass ich vielleicht irgendwas nehme, wo ich das einpacke. Ja. Dinge, die man vielleicht auseinanderschmeckt, die man nicht so sieht. Vielleicht auch etwas Überraschendes? Spinat mit einer unerwarteten Note. Zum Beispiel so ein Gewürz, das man nicht mit der Monarchie verbindet. Kronprinz Rudolf. Geschmacklose Kartoffelcreme. Spinat, Kreuzkümmel, Händelfass, eine Palatschinke. Liptauer. Brust und Keule einer Wachtel. Fond. Gebratene Händelhaut. Der Kronprinz findet am Rand des Tellers statt. Unter allem liegt eine geschmacklose Kartoffelcreme. Wer er wirklich war, ist nicht sichtbar, wird von der Palatschinke verborgen. Doch mit dem Kreuzkümmel rechnet man nicht. Etwas, was niemand von ihm weiß. Der Liptauer als Wunsch nach Bodenständigkeit. Die Wachtel, ein kleines, fast zerbrechliches Auftreten eines Ornithologen. Die Händelhaut als Zeichen seiner Schwere.